Schützenpanzer BMP-1, Schützenpanzer BWP-1. Freunde, ist doch alles das Gleiche. Mehr nach dem Intro. Willkommen in der Noppenklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, heute schauen wir uns aus der Armed Forces Serie von Kobi im Maßstab 1:35 nicht ein Set an, sondern zwei Sets, die aber beide das gleiche Fahrzeug in unterschiedlichen Varianten durchleuchten, beziehungsweise eigentlich in unterschiedlichen Nationen sogar, wenn man genauer ist. Wir sprechen einmal über die 2630, den BWP-1, das ist polnisch und steht für BMP-1. Hier logischerweise dann in der polnischen oder ukrainischen Variante. Und dann natürlich die 2631, auch der BMP-1 in der NVA-Variante, deswegen auch dieses T-Shirt und in den Farben der Roten Armee. Dieses Fahrzeug ist so etwas wie der Käfer unter den Schützenpanzern. Zuerst war es eine Revolution und dann kann man nur sagen, es läuft und läuft und läuft und läuft. Deswegen freut euch auf die Fakten und natürlich gleich hier auf dem Bautisch, wenn wir uns diese Sets hier angucken, eins gemeinsam öffnen und beide zusammen bauen. Heute gibt es also doppelt etwas auf die Ohren und auch für mich doppelt in die Hände zum Klemmen, liebe Freunde. Ja, Freunde, da haben wir den vielleicht berühmtesten Schützenpanzer der Welt auf jeden Fall aktuell gesehen auf meinem Bautisch, den BMP-1 bzw. den BWP-1. So wird er nämlich in Polen bezeichnet von Kobi. Natürlich aus der Armed Forces Serie, die Setnummern 2630 und 2631. 756 Steinchen und 758 Steinchen im Maßstab 1:35. Die polnische Version können wir in den Farben Polens oder denen der Ukraine bauen, denn die polnische Armee hat einige ihrer über 1100 Fahrzeuge an die Ukraine abgegeben. Und wir haben hier ein Fahrzeug, das wir in den Farben der Roten Armee bzw. der NVA bauen können. Und da wir hier einen typischen NVA-Soldaten haben, werden wir das natürlich auch machen. Beide Sets als Empfehlung ab 9 Jahre. Und hier seht ihr, was ich euch gesagt habe. Wir haben hier die 2-in-1-Versionen polnisch-ukrainisch oder sowjetisch und die der DDR. Typisch hinten diese Popo-Wülste, wo die Soldaten aus den motorisierten Schützeneinheiten dann rausgehüpft sind. Vorne dieser typische Schwimmschild. Ein interessantes Fahrzeug. Wirklich schön, dass wir bei diesen Fahrzeugen hier viel aufklappen können und reingucken können in den Motor. Und bei der polnischen bzw. ukrainischen Variante haben wir auch ein bisschen mehr Farbe. Hier ist wahrscheinlich einfach der Fakt, dass wir ein NVA-Fahrzeug haben, das Interessante. Beide Fahrzeuge bauen wir. Wir gucken uns jetzt aber gleich eines im Detail an mit der Anleitung. Und da würde ich sagen, nehmen wir einfach das farbenfrohere. Das öffnen wir gleich. Wie gesagt, im Speedbuild werden wir beide bauen und auch hinterher im Review vergleichen. Infokarten bekommt ihr gleich sowieso zu den Fahrzeugen und natürlich auch, liebe Freunde, in der Faktenzeit. Wir öffnen jetzt also einmal den Karton zusammen hier und schauen an, was sich genau da drin verbirgt. Wie gesagt, BWP 1 ist einfach nur die polnische Bezeichnung für das gleiche Fahrzeug. Wir haben eine Tüte 1 und eine Tüte 2 werden wir auch dann im anderen Fahrzeug haben. Hier halt logischerweise grün, braun und schwarz. Im anderen Fahrzeug werden wir mehr natürlich grün haben. Wir schauen uns dann mal die Anleitung an. Wir haben hier typische Winterlandschaft. Auch solche Fahrzeuge bleiben da übrigens öfter mal im Schlamm stecken, auch wenn sie es besser verkraften können. Wie gesagt, mir gefällt wirklich hier das Tarnspektrum und dass wir es bauen können, richtig gut. Die Figur ist im schwarzen Overall gehalten, ist auch nicht verkehrt, kann man auch für so manche Abwandlung so einer Figur mal benutzen. Finde ich gut. Wir schauen uns die Anleitung an. Wir sehen hier nochmal das Kartondesign gespiegelt. Das macht Kobi jetzt hier öfter. Hier die Rückseite haben wir dann nochmal auf der Rückseite der ersten Seite der Bauanleitung. Wir haben die Legende, auf die achten wir als Kobi-Bauer natürlich, denn wir wissen, dass Funktion sich immer unterscheiden kann, auch wenn die Form ähnlich ist, aber doch anders ist.
Die erste Tüte greifen wir zum Bauen, klemmen drauf los, bis irgendwann das Symbol für die zweite Tüte kommt. Wir hangeln uns von Baustep zu Baustep, achten auf Anlegehinweise, dann brauchen wir keine Noppen zählen und hören auf das, was die Pfeile uns sagen, denn die dirigieren, wo wir was hinzunoppen haben. Wichtig ist, der aktuelle Baustep ist immer der farbliche, der davor ist dann ausgegraut. Und in diesen Rechtecken hier unten sehen wir immer die Steine, die wir brauchen. Fertig sind wir dann. Oh, hier übrigens ab Seite 62 schon ein Hinweis. Wollen wir ukrainisch oder polnisch bauen? Fertig sind wir, aber da bin ich stehen geblieben mit den Baustep 169 bzw. 171. 169 komplettieren wir das Fahrzeug mit dem Turm auf die Wanne und mit 171 haben wir dann das Typenschild fertig geklemmt an das Hinge-Element. Dann kommen die üblichen Aufzählungen der Steine, die wir verbaut haben. Sollten da Steine euch fehlen, die Nummer aufschreiben und hier unten bei Kubi auf der Webseite monieren. Und als Hinweis dann noch eine kleine Anleitung, wie wir die Figur zusammenzubauen haben und etwas Werbung aus der Armed Forces Serie. Ich freue mich sehr auf diese Ikone des Kalten Krieges und leider ja auch in diesem Fall des heißen Krieges. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Fakten und mir beim Klemmen, liebe Freunde. Beatbildzeit ist Faktenzeit und heute reden wir über einen Klassiker, der in Osteuropa gefühlt überall rumstand. Den BMP-1, in Polen unter dem Namen BWP-1 bekannt. Wenn man Bilder aus dem Kalten Krieg sieht, Kolonnen, Manöver, motorisierte Schützen im Gefechtsstreifen, dann ist die Chance hoch, dass irgendwo ein BMP-1 durchs Bild fährt. Und ja, schwimmen kann er auch. Tatsächlich amphibisch, was damals ein echtes Argument für dieses Fahrzeug war. Der BMP-1 ist ein sowjetischer Schützenpanzer, also ein Infantry Fighting Vehicle, und er war einer der ersten Vertreter dieser Kategorie, der Infanterie nicht nur transportieren, sondern im direkten Verbund mit Panzer kämpfen lassen sollte. Eingeführt wurde er 1966 und genau dieses Denken, schnell, geschlossen, geschützt, auch unter ABC-Bedingungen einsatzfähig, passt wie die Faust aufs Auge zum militärischen Planungsstil des Kalten Krieges. Technisch ist der BMP-1 relativ klar definiert. Er hat eine Besatzung von 3 Mann, Fahrer, Richtschütze, Kommandant und nimmt dazu bis zu 8 Infanteristen mit. Die Bewaffnung ist der ikonische Mix, der den BMP-1 berühmt gemacht hat. Eine 73 mm Glattrohrkanone 2A28 Grom, dazu als Panzerabwehrkomponente die Lenkwaffe 9M14 Maljutka, NATO-Code AT3 Säcker und ein koaxiales 7,62 mm Maschinengewehr. Das klingt auf dem Papier wie ein Alleskönner. In der Praxis ist es aber sehr stark von der Zeit geprägt, in der das System entwickelt wurde. Die 73 mm Grom ist ein eher kurzdistanztaugliches Niederdruckkonzept und die Maljutka ist eine frühe Generation von Lenkwaffe, die grundsätzlich gefährlich sein kann, aber eben auch hohe Anforderungen an Bedienung, Situation und der Zeit stellte. In der Mobilität liegt der BMP-1 auf der Straße bei ungefähr 65 km/h, im Wasser bei rund 7 km/h. Also kein Schnellboot, aber für Flussüberquerungen und Geländeübergänge in Planungsszenarien ein Baustein, der damals strategisch mitgedacht wurde, gerade wenn man das Schlachtfeld von Mitteleuropa in Betracht zieht. Da die Produktions- und Betriebskosten für das Fahrzeug aber sehr hoch lagen, sollte nur ein Teil der Truppe mit ihm und die Mehrheit mit gepanzerten Radfahrzeugen ausgestattet werden. Wegen dieser Nachteile und der im Vergleich zu Kampfpanzern leichten Bewaffnung war der BMP-1 vor allem bei seiner Einführung unter sowjetischen Militärs umstritten. Aufgrund dieser Bedenken wurde die operative Doktrin der Sowjetarmee geändert. In Zukunft sollten Kampfpanzer und abgesessene Infanterie das Gefecht gegen Panzer führen, während der BMP-1 folgen sollte, um gemeinsam mit der eigenen die gegnerische Infanterie niederzukämpfen. Warum heißt das Ganze in Polen BWP-1? Im Kern ist es die polnische Bezeichnungslogik für denselben Grundtyp. In Osteuropa kamen viele dieser Fahrzeuge nicht nur direkt aus der Sowjetunion, sondern auch aus Partner- und Lizenzproduktion, zum Beispiel aus der damaligen CSSR. Was erklärt, warum der BMP-1 bzw. BWP-1 in so vielen Ländern in ähnlicher Form auftauchte.
Und damit sind wir auch bei dem Punkt, der für uns hier besonders wichtig ist, der Nutzung in der NVA. In der DDR war der BMP-1 kein Randthema, sondern ein Standardfahrzeug. Für den Bestand der NVA werden zum Stichtag 2.10.1990 rund 1100 BMP-1 genannt. Und als Gesamtzuführung taucht häufig die Größenordnung von etwa 1133 Fahrzeuge auf, wobei der Beginn der Zuführung dort mit 1968 angegeben wird. Das ist eine Menge und es zeigt, wie zentral der BMP-1 in der NVA-Realität war. Er stand für motorisierte Schützen im Warschauer Paktverständnis, also Infanterie, die nicht nur mitfährt, sondern als mechanisierte Komponente mit eigener Bordwaffe in Verbund mit hoher Beweglichkeit, auch im Angriff, auch bei schwierigen Geländeübergängen. Und jetzt kommt die Frage, die sich vielleicht viele von euch Zuhörern jetzt stellen. Wenn das Fahrzeug so alt ist, warum ist es dann noch heute relevant, so wie das Kobi-Set, was wir hier bauen, zeigt? Die kurze Antwort ist Masse, Verfügbarkeit und Logistik. Von BMP-1 und Ableitungen gibt es sehr, sehr viele und viele Staaten hatten über Jahrzehnte Bestände in großer Stückzahl. Man spricht von insgesamt gebauten 55.000 Einheiten. Genau deshalb taucht der BMP-1 auch in aktuellen Konflikten immer mal wieder auf, besonders sichtbar im Krieg in der Ukraine. Dort ist der BMP-1 auf mehreren Ebenen präsent. Russland setzt weiterhin BMP-1 bzw. ähnliche ältere Schützenpanzer im Gefecht ein, unter anderem weil moderne Systeme nicht beliebig verfügbar sind und weil im Krieg oft auch Material aus Depots zurückkommt. Gleichzeitig sieht man den BMP-1 auch auf der ukrainischen Seite, sowohl aus Altbeständen als auch durch Transfers aus Partnerstaaten, die noch solche Fahrzeuge in Depots hatten. Ein konkretes Beispiel offiziell ist der Transfer von 40 BMP-1 aus Griechenland an die Ukraine, der vom griechischen Verteidigungsministerium kommuniziert wurde. Und auch aus deutscher Perspektive ist dies relevant, denn 2022 berichtete man, dass die Bundesregierung eine Lieferung von 58 Schützenpanzers des Typs PBV 501 genehmigt hatte. Das sind ehemalige BMP-1 aus DDR-NVA-Beständen, die über Umwege weitergegeben werden sollten. Unterm Strich heißt das, der BMP-1 ist in der Ukraine nicht High-End, aber er ist ein Arbeitsgerät, das wegen Verfügbarkeit und Stückzahl wieder eine Rolle spielt. Oft eher als Mittel der Notwendigkeit, als dass es das ideale Wunschfahrzeug wäre. Wenn man den BMP-1 heute nüchtern bewertet, hat er zwei Gesichter. Historisch war er ein echter Schritt nach vorn. IFV-Konzept, Infanterie plus Feuerkraft im Verbund, amphibiische Fähigkeit. All das passt in die damaligen Doktrinen. In der Gegenwart zeigt er aber auch, wie schnell Technik altert. Schutz, Seniorik, Ergonomie und viele Wirkprinzipien entsprechen nicht mehr dem, was man heute als zeitgemäß betrachten würde. Und genau diese Mischung macht ihn als Thema spannend. Er ist eine Ikone des Kalten Krieges, ein echtes Standardfahrzeug der NVA und gleichzeitig ein Beispiel dafür, wie alte Systeme in modernen Konflikten wieder auftauchen, weil Krieg halt nicht nur aus Top-Equipment, sondern oft eher aus dem besteht, was verfügbar ist. Nach 3 Stunden und 55 Minuten sind sie beide fertig zum Präsentieren auf meinen Bautisch. Das Kobi-Set 2630, das Kobi-Set 2631, der BWP-1 bzw. der BMP-1 aus der Armed Forces Serie, natürlich aus dem Hause Kobi. Ich habe mir gedacht zum Präsentieren, ich zeige euch hier konträr zu den Kartons. Auf dem Karton haben wir nämlich hier die polnische Variante, erkennen wir an diesen orangenen Fahrzeichen mit dem schwarzen Dreieck. Konträr dazu baue ich euch die ukrainische Version, erkennen wir hier an der ukrainischen Landesflagge. Das gleiche dann hier beim Kobi-Set 2631. Auf dem Karton haben wir die Version der Sowjetarmee und ich habe die 2 in 1 Variante hier der NVA gewählt. Warum, weshalb, wieso, zeige ich euch gleich. Euch fällt auf, dass wir eigentlich nur 2 Steine Unterschied haben bei den Sets, nämlich hier einmal 756 und dort haben wir 758 Steine. Auf dem ersten Blick erkennbar daran, dass wir hier ja eine gebaute Variante der Landesflagge haben, aber der größte Unterschied ist natürlich hier
bei der NVA-Version, dass wir hier oben drauf noch eine andere Sekundärbewaffnung haben. Wir haben ja beim BWP-1 die Matjutka-Rakete hier vorne auf dem Geschützrohr. Dort haben wir die kleine Rakete, schauen wir uns auch nochmal gleich an. Während wir hier bei der NVA-Version und auf dem Karton sieht man es noch viel besser, die 9K111 Faggot haben die Panzerabwehrbewaffnung. Das sind so die groben Unterschiede erstmal optisch. Ich habe für beide Fahrzeuge 3 Stunden und 55 Minuten gebraucht. Für die ukrainische bzw. polnische Variante 2 Stunden und 5 Minuten. Und für die einfacher zu bauen, weil grüne Variante der NVA habe ich 1 Stunde und 50 gebraucht, macht also 3 Stunden 55. Und ich kann euch sagen, das hat super viel Spaß gemacht zu bauen. Ich habe am Anfang gedacht, boah, dieses Fahrzeug müsste doch eigentlich viel flacher sein, die Silhouette, die man so sieht, aber das täuscht. Ich meine, wenn man mal so guckt hier von der Seite, hat es ja auch eine super flache Silhouette und auch der Turm bringt ja hier sein Übriges zum Gesamtbild dazu. Die Anleitungen sind ja bis auf die Unterschiede in der Tarnung, hier sieht man es ja farblich, und der Turmbewaffnung natürlich fast identisch. Deswegen schauen wir uns auch nur eine genauer an. Was ich euch sagen kann, ist, wie gesagt, dass es richtig Spaß gemacht hat zu bauen. Diese Variante ist natürlich optisch viel interessanter, weil wir diese gebaute Tarnung haben. Bei der NVA-Variante hier rechts ist natürlich das Highlight hier dieses Figürchen, unser NVA-Soldat. Hier in der BWP-1-Variante haben wir einen relativ charakterlosen oder auch schlecht zuordnbaren Panzerfahrer, eine schwarze Figur, die aussieht, als wenn sie aus einem James-Bond-Film sein kann. Ja, ich wollte euch ja sagen, was hat an diesem Bau so Spaß gemacht. Erstmal bauen wir so typisch, wie wir es kennen, it's not on top. Wir bauen unten den Boden, den Wannenboden, und wir sehen schon hier durch die Noppen, da bauen wir dann den Kasten des Fahrzeuges auf. Da sehen wir es dann. Wir bauen auch hier schon den Motorraum. Hier rechts sieht man die Bänke, die man baut. Die zeige ich euch gleich im Fahrzeug. Und dann baut man das Fahrzeug so auf, den Motor auch. Das macht Spaß. Mit Hinge-Elementen baut man dann vorne die Schräge hier und hinten. Das finde ich halt richtig klasse, dass man hier mit Brackets so diese schräge Panzerung, quasi den, nicht Kampfraum, aber den Raum, wo halt die Modschützen drin sitzen, baut. Das macht auch Spaß. Also hier hat man viel vereint, was Kobi par excellence kann. Auch wie hier zum Beispiel vorne an der Front, dass man einfach verkehrt herum, Noppen nach oben, sich nicht schämt, das hier zu bebauen und zu beplanken. Da sieht man diesen Wasserschutzschild oder Räumschild. Wir haben ja hier einen Amphibienpanzer. Also Fahrzeuge, die richtig Bock gemacht haben zu bauen, auch weil sie alles haben. Baurichtumkehr, Hinges, gebaute Tarnung, tolle Drucke. Aber jetzt nicht so immer drauf zeigen, sondern euch mal ins Bild halten. Deswegen fangen wir hier links an, ist ja auch die niedrigere Nummer, die 2630. Erst einmal haben wir natürlich ein paar Steinchen über, weil ich hier nicht die polnische Variante gebaut habe. Da ist dieses Fahrsymbol orange mit schwarzem Dreieck. Wir haben hier eine 2x6er Plate und eine 3x3er Plate über, die halt dort stecken würden, wo wir die Landesflagge der Ukraine haben. Hier drinnen, die ist nämlich tief gebaut. Dann ein typenbedrücktes Schild, BWP 1 Infanterie Fighting Vehicle Bojowie Wozz Piechotty oder so ähnlich. Scale 1:35 ist natürlich polnisch für BWP. Ihr habt es erkannt, gibt eine 1 und ein strahlendes Gesicht ins Klassenbuch. Dann von mir erwähnt diese Figur, die wie gesagt aussieht wie ein James Bond Bösewicht, schwarzer Overall, graue Stiefel und eine Maschinenpistole sowie diese Uschanka Fellmütze, ich glaube so heißt sie, die ja in solchen Wintertagen sehr gut helfen kann, und diesen typischen Kanisterkopf, möchte ich mal sagen, hier böse reingucken für diesen osteuropäischen Tanker. Austauschbar, aber daher auch gut zuordnbar für polnische oder ukrainische Panzerkräfte. Hier oben sehen wir ja auch dann sogar Litzen in grau soll das, glaube ich, sein. Wenn das originäre Panzerkombis sind, dann schreibt mir es gerne in die Kommentare. Das ist das Beiwerk hier bei unserem BWP-1. Gucken wir jetzt natürlich hier beim BMP-1. Ich habe es euch gesagt, wir tauschen hier einfach nur
diese Slopes am Turmkranz und haben dann die sowjetische Variante. Für alle die, die diese Steine zu Hause im Fundus haben, die nicht bedruckt sind, ich glaube beim M48 bzw. beim Patton waren die dabei bei Kobi unbedruckt, dann könntet ihr sogar euch mit Decals, mit deutschen Tatzenkreuzen, einen BMP 1A1 Ost machen, denn diese Fahrzeuge gab es ja dann auch später bei der Bundeswehr. Die haben, glaube ich, 600 übernommen aus NVA-Beständen, haben die dann umgewandelt, haben dann zum Beispiel die Zusatztanks hier hinten, diese Beulen, das waren Zusatztanks, ausgeschäumt, haben Asbestbremsen ausgetauscht und auch, glaube ich, die Bewaffnung, die asbesthaltig war, irgendwie umgebaut, um sie dann später nach Griechenland, Schweden und Finnland zu veräußern. Und ich glaube auch in die Tschechei. Und viele von denen sind auch mittlerweile in der Ukraine. Also passt sogar hier ein bisschen der Vergleich von so. Müsst ihr euch das so irgendwie vorstellen. Ja, das nur mal so am Rande. Deswegen, die Steine haben wir über. Wir haben dann natürlich das typische BMP-1, Infantry Fighting Vehicle, Bojatsjewa Maschina Perkocht. Ich kann kein Russisch. Scale 1:35. Dann für mich Highlight. Ich habe es euch gerade schon gesagt. Hier baufarbtechnisch Highlight dieses Fahrzeug. Hier ist das Highlight natürlich unser NVA-Tanker. Tolle Drucke, diese typische Strich-Tarnuniform der NVA. Ein freundliches Gesicht mit Sommersprossen. Hier braune Stiefel und auch diese olivgrüne Hose. Und diese typische sowjetische Fahrermütze hier bei diesen NVA-Soldaten. Richtig nice. Für alle NVA-Sammler ein Muss. Schade ist, dass diese Fahnen, ich habe die übrigens auch andersrum gebaut als ja, wie auf dem Karton, das sieht man da hinten durchschimmern. Eigentlich muss ja rot nach gelb, also getauscht werden. Blöd ist, dass ich halt das nicht mehr machen kann, weil hier dieser C-Clamp zu locker ist. Obwohl er keine Dehnungsstreifen hat, hängt er hier sehr locker am Stab, also gar nicht so richtig. Ich muss jetzt aufpassen, wie ich die Figur halte, sonst rutscht das nämlich runter. Da seht ihr es wieder, buff, fällt runter. Ja, da ist die typische Kobi-Klemmkraft nicht so vorhanden. Trotzdem ist diese Figur cool und ja, diese Fahnen brauche ich auch eigentlich gar nicht. Passt aber zum Gesamtbild. Gesamtbild ist aber jetzt auch das Stichwort. Wir schauen uns die Fahrzeuge an. Was ich euch sagen kann, ist, dass sie theoretisch richtig gut fahren. Wenn ich hier so drücke, rollt es sogar ein bisschen auf meinen sehr glatten Bautisch. Das ist immer so ein Manko, wenn ich euch das zeigen will, dass durch diese glatte Oberfläche hier die Ketten nicht so gut rollen. Aber hier seht ihr schon, läuft richtig gut. Man muss aufpassen ein bisschen mit diesen C-Clamps und diesen Stangen, die so ein bisschen diese Federung und Spannung darstellen sollen. Die muss man richtig reindrücken in den Bausteps, hier in diese offenen Steine, denn sonst ja, schleift das hier an diesen Kettenrad. Da müsst ihr aufpassen, das ist so. Also richtig reindrücken, dann läuft es auch locker. Ja, fangen wir fast schon traditionell bei mir an mit den Drucken. Wir haben hier dieses Luke bedruckt, wir haben hier oben dieses Periskop bedruckt und dann war es das auch schon, bis auf hier oben, ich glaube, es ist die Lüftung hier bei der Einstiegluke für die Mannschaften. Von oben gibt es ja auch welche, Rest zeige ich euch gleich. Hier haben wir eine gebaute Variante der ukrainischen Flagge. Was unterscheidet das Fahrzeug? Natürlich hier der gebaute Tarnanstrich. Wir haben aber auch hier am Luke haben wir hier so einen Glasbolzen. Den haben wir drüben bei dem Fahrzeug nicht. Zeige ich euch gleich. Wir haben die erwähnte Rakete. Schwäche ist der Turm, weil man muss hier die Fliesen richtig andrücken und auch den Turm mit etwas Kraft bewegen. Wir müssen drücken, damit hier der Turm nicht an den Fliesen verkantet. Und ja, das Rohr, da muss man aufpassen. Es hängt halt nur an sehr wenig Tubes. Ihr seht das bei den C-Claims. Das geht schnell ab. Da muss man aufpassen. Sonst schön gelöst halt überall hier mit Hinge-Elementen. Da könnt ihr mal runter gucken. Dann das, was ich euch gesagt habe, hier unten auf dem Rücken gebaut, Brackets nach oben und dann aufgebaut. Sowie dann hier mit Hinge-Elementen die Schräge. Das Wasserschild hier schön gebaut und toller Bautrick oder tolle Bautechnik ist halt hier mit diesen eigentlichen Lampensteinen eine Luke zu machen, die wichtig ist. Die können wir nämlich aufmachen und können dann mit dem Finger hier reingreifen und dann diese Luke öffnen und schon zack haben wir den gebauten Motor, den ich ziemlich cool finde und den könnten wir jetzt auch noch rauswackeln, will ich aber eigentlich gar nicht, weil es auch ein bisschen schwer ist, ihn da wieder rein zu buxieren und der so auch eigentlich gar nicht dafür vorgesehen ist. Also optisch hier dieses Dreifarbtarn, das gefällt mir. Immer kleine Akzente hier mit diesen Bolzensteinen, diesen kleinen
Käseeckchen, Kuchenecken, hier den Gittersteinen in Grau, hier die Beleuchtung, sage ich jetzt mal. Und was ich vorhin gesagt habe, hier mit Slopes, auch wieder mit Brackets oben drauf gesetzt, hier diese V-Form nach hinten. Der Turm, wie gesagt, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich drehe das mal ein bisschen, weil ich will euch zeigen, dass man hier oben auch die Luken aufmachen kann. Man braucht ein bisschen Fingernägel. Das, was Kobi Bauer eigentlich zuerst auf dem Feld der Ehre lassen, nämlich ihre Fingernägel. Aber es geht etwas. Und zur Not hätte man auch von hinten hochdrücken können. Also der Kampfraum, der auch von oben betreten werden kann, beziehungsweise wo abgesessen werden kann. Und dann natürlich hier diese Popo-Backen, die man aufklappen kann, wo man halt auch dann diese Bänke nochmal sieht. Und mit diesen Hinge-Elementen sieht das schon ziemlich cool aus, fast wie im Original. Bisschen schade bei diesem Fahrzeug finde ich, das schließt auch ganz gut übrigens, finde ich hier diesen dunkelbraunen ja, Baumstamm, der sieht, und das zeige ich euch gleich, bei der NVA-Version viel besser aus. Und hier die gebaute, wie gesagt, ukrainische Landesflagge. Nehmen wir unser NVA-Fahrzeug, das genauso gut rollt, theoretisch, wenn man nicht so eine Oberfläche hat auf dem Teppich, wird das richtig gut gehen. Auch da wieder drückt richtig rein, damit die Ketten sich auch bewegen. Auch hier haben wir ein Schild und hier haben wir eine andere Turmluke, nicht Turmluke, vor dem Turm die Luke mit so einem, ja, ich glaube, es ist Gefechtsbeleuchtung oder Infrarot, ich weiß es nicht. Deswegen kann man es nicht so ganz aufklappen, aber auch hier können wir, so das habe ich euch gesagt, man muss hier aufpassen mit dem Turm, wie man den dreht, so wie in den Fliesen ist verhakt. Hier mit dem Finger reingreifen, so zack. Und auch da sehen wir dann den Motor. Ja, zack, können wir zuklappen und dann haben wir halt hier den Turm mit den NVA-Zeichen. Hier haben wir auch das Problem mit dem Rohr, da müssen wir aufpassen, sonst bricht uns das ab. Und hier oben die Faggot. Nebeltöpfe, alles gleich. Hier auch die Drucke, hält sich in Grenzen gleich. Wir haben hier halt auch dieses Entlüftungsding. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ob das für den Innenraum die Belüftung ist, ob das die ABC-Ablüftung ist. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann hier hinten auch diese Popo-Backen und mit den braunen Holzbalken sieht es viel besser aus. Und hier können wir auch aufklappen, haben dann den Innenraum und könnten uns auch theoretisch, wenn wir kleine Finger haben, von innen das aufdrücken. Aber ihr habt es ja gesehen, ein bisschen Fingernägel habe ich ja. Und dann kann man hier so raufklappen das und hat auch da den Innenraum. Und hat dann hier unseren NVA-Schützenpanzer fertig. Wie ihr ja gehört habt, bei den Fakten darf das nicht fehlen. Eigentlich historisch da übrigens, da seht ihr mal, wie das hier aufgebaut ist. Schräg, hinchtechnisch schräg und jetzt kommt halt dann hier diese Schräge mit den Noppen so da drauf. Da muss man es ein bisschen frickeln. Fällt mir gerade auseinander. Habe ich wohl beim Bauen nicht richtig zusammengedrückt. So, zack, dann rastet das hier unten quasi in den Noppen ein. Da seht ihr es. Und schon haben wir wieder diese Schräge und hat das Wasserschild, Räumschild eingefahren. Also, natürlich historisch gesehen, ihr habt schon gemerkt, dass ich hier den Bezug zur Bundeswehr auch gefasst habe, finde ich dieses Fahrzeug natürlich auch sehr toll. Ich kann mich nicht entscheiden, Freunde. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, welche Variante ihr besser findet. Ist es hier die der Ukraine mit den Dreifarbtarn oder findet ihr einfach, hey, die NVA-Variante für uns als Deutsche, für euch als Deutsche interessanter? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Auch natürlich, was ihr von den Figuren haltet. Ihr bekommt jetzt traditionell, wie gesagt, Detailfotos, diesmal aber nicht von unterschiedlich gebauten Varianten, denn wir sehen es hier auf dem Karton. Ich habe es euch gezeigt. Hier ist der größte Unterschied, eigentlich hier der Bereich und der Landesflagge. Und das hier ist ja nur das Teil, was man hier austauscht bei der Variante. Da wollte ich mir die Mühe nicht machen, weil ich die Fahrzeuge genau so in mein Regal stelle. Ich habe viele Fahrzeuge, die von Kobi 2 in 1 mäßig mit der Ukraine beflaggt werden können, in Ukraine-Farben gebaut und NVA-technisch versuche ich mir so eine kleine Kobi-Sammlung zuzulegen. Ich kann euch sagen, der NVA-Trabant, der mir noch gefehlt hat, den gibt es bald auch bei mir. So, genug geredet, Detailfotos, damit gibt es auch noch mal was auf die Ohren und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde.
Kleiner Break zwischendurch, aber bloß nicht abschalten, denn wir wollen ein paar besonderen Menschen unter euch großartigen Menschen da draußen noch einmal Danke sagen, nämlich meinen Kanalmitgliedern, die mich monatlich unterstützen, damit dieser Kanal noch besser, noch breiter aufgestellt wird. Und damit ist nicht nur der kleine finanzielle Obolus gemeint, sondern vor allen Dingen der Algorithmus, denn YouTube pusht Kanäle. Die Kanalmitglieder haben etwas mehr als andere. Und deswegen euch da draußen vom Herzen vielen, vielen lieben Dank, dass ihr den Kanal Blockstar mit euren Einsatz hier weiter am Laufen lässt. Ich mache das hier alles aus Hobby, aus Leidenschaft, nicht beruflich. Und daher kann man euch da draußen nicht oft genug Danke sagen, aber logischerweise nicht nur den Kanalmitgliedern, sondern allen, die sich hier für das Thema Klemmbausteine auf meinem kleinen Kanal begeistern. Vielen Dank für euren Einsatz, für eure Unterstützung. Ich bleibe dabei, ihr seid die Geilsten. Wie immer an dieser Stelle bekommt ihr Detailbilder, damit ihr euch selber unabhängig von meinen Ausführungen, ob logisch oder unlogisch, ob objektiv oder subjektiv, ein Bild von diesen beiden Kobi-Sets machen könnt. Und da wir ja hier eine Variante eines NVA BMP1 haben, möchte ich mit euch über die motorisierten Schützen sprechen der Nationalen Volksarmee. Die Mod-Schützen waren das Rückgrat der Landstreitkräfte der NVA. Im Prinzip die Allround-Infanterie, nur eben motorisiert und eng verzahnt mit Panzern, Artillerie und Luftabwehr. Ihre Kernaufgabe war klar: Gelände gewinnen, halten und sichern. Und zwar nicht zu Fuß im Schneckentempo, sondern beweglich, schnell verlegbar und im Gefecht möglichst geschützt. Organisatorisch steckten die Mod-Schützen vor allem in den Mod-Schützendivisionen und deren Regimentern. Typisch war der Mix aus Schützenkompanien plus schweren Elementen, also MG, Panzerabwehr, Granatwerfer und später immer mehr Lenkwaffen. Die Idee dahinter: Die Mod-Schützen sollten nicht nur mitfahren, sondern im Verbund selbstständig kämpfen können, bis hin zur eigenen Feuerunterstützung auf Zug- und Kompanieebene. Beim Gerät denkt man sofort an Schützenpanzer und Transportpanzer. In der NVA waren zum Beispiel der Schützenpanzerwagen 1, den wir hier auch als BMP 1 haben, und auch der SPW 60, der BTR 60 prägend, je nach Einheit und Zeitraum. Dazu kamen LKW für Nachschub, Verpflegung, Funktechnik und für Führung. Und natürlich die persönliche Ausrüstung: Sturmgewehr, Handgranaten, Panzerfäuste und natürlich der berühmte Spaten. Der ganze Gefechtsalltag einer mechanisierten Infanterie. Ausbildung und Einsatzgrundstärke waren stark auf den Gefechtsverbund ausgelegt. Mod-Schützen sollten mit Panzern zusammenarbeiten, schnell ab- und aufsitzen, Stellungen räumen, Ortschaften nehmen, Flanken sichern und dabei ständig unter der Annahme handeln, dass das Gefecht hochintensiv und extrem dynamisch läuft. Wahrscheinlich in der norddeutschen Tiefebene oder durch den Fulda Gap. Unterm Strich: Mod-Schützen waren in der NVA nicht nur Infanterie, sie waren die bewegliche Masse, die den Raum tatsächlich nimmt und kontrolliert, während Panzer die Durchschlagskraft liefern und die Unterstützer den Rücken frei halten. Ein paar Gedanken zur NVA mit den BMP1, Freunde, und jetzt schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass in einen nicht nach dem Bau so zwei interessanter Sets Begehrlichkeiten hochkommen. Wir haben ja von Kobi schon einen T72 der NVA gehabt. Warum nicht noch hier eine Bulette, ein T55 der NVA oder andere Fahrzeuge der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik, die, nicht vergessen, ein Unrechtsstaat war. Trotzdem, an diesem Kanal geht es ja auch immer um die technischen Hintergründe, und deswegen als Deutscher interessiert mich natürlich, was für Material dort im Einsatz war. Da würde ich euch gerne mehr Geschichten drüber erzählen. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob das was für euch ist. Interessiert euch das Thema NVA? Sollen wir hier mal so einen T55 versuchen als Mock zu bauen in 1:35? Lasst mich das gerne wissen. Zu diesen beiden Sets kann ich sagen, meiner Meinung nach finde ich sie für den Preis in Ordnung. Wir haben 756, 758 Steinchen. Da finde ich, geht das mit der Teileanzahl in Relation zum Preis schon irgendwie in Ordnung. Und sicherlich braucht man nicht beide Fahrzeuge für mich als Sammler. Und weil ich es euch gerne zeige, finde ich sie ganz angemessen und deswegen auch ruhig ein etwas längeres Video für zwei tolle, interessante Produkte.
Fehlt nur noch der BMP 2. Mal gucken. Ich lege euch da sowieso ganz gerne die Videos vom Deutschen Panzermuseum zum BMP 1 ans Herz. Da könnt ihr gleich mal meine Fakten gegenkontrollieren. Schreibt alles, was euch dazu einfällt, gerne in die Kommentare und in der Videobeschreibung findet ihr dann auch die Links zum Beispiel zum Deutschen Panzermuseum. Da so Panzerchen ja auch nur Autos sind, wünsche ich euch eine gute Fahrt. Auf Wiederbauen, euer Freund der Blockstar.